zu Let's Buy The Witcher. You nearly got me killed. Silence. Back to the base of the trade quarter. Hurry before he recovers. We shall meet again, freak. See you. Oh, I nearly forgot. What? Lou Varden, a merchant, wants to see you. He hosts banquets at the new Naracourt. I don't like banquets. Important people will attend. I don't know. Including Princess Ada, whose curse you lifted. Apparently, she's slightly obsessed with you. I'll think about it. I'll be there. All right, I'm convinced. Maybe I can gather some information there. Im Händlerviertel von Bisima herrscht geschäftiges Treiben. Dort wohnt die gesellschaftliche Elite der Hauptstadt, Adlige, wohlhabende Kaufleute und Stadtvolk, Zauberer und sogar Stadtvogt Wählerat persönlich. Man hält die Kopfsteinpflasterstraßen sauber. Lehmziegelhäuser mit Blumen in den Fenstern, die dicht an den schmalen Straßen kauern, zeugen vom Wohlstand ihrer Bewohner. Schließlich kann sich nicht jeder ein Haus im besten Stadtviertel in unmittelbarer Nachbarschaft von König Foltes höchsteigener Burg leisten. Im Händlerviertel gibt es einen großen Marktplatz, wo Kaufleute Luxuswaren aus aller Welt anbieten. Gleich daneben findet man das eindrucksvolle Rathaus. Aufgrund der Quarantäne können derzeit nur wenige Leute, die dafür im Besitz eines Freibriefes sein müssen, diesen Teil Visimas betreten. Willkommen zurück bei Let's Play The Witcher in einem neuen Stadtviertel im Kapitel 3 zu einer wunderbaren musikalischen Untermalung. The neighborhood has lost charm since they left the Avalanche. Quite the dangerous one bearing weapons on your back. Es tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat. Ich ärgere mich da ein bisschen über mich selber. Ich werde wahrscheinlich gerade noch einen kurzen Einspieler zur letzten Folge gemacht haben, damit ihr ungefähr wisst, was jetzt ansteht. Was blinkt denn da oben? Die Karte. Die Karte will, dass ich sie anklicke. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen, nämlich zum Gasthaus. Zum neuen Naracourt. Denn wir wurden ja auf einer Party eingeladen, wo auch einflussreiche Leute sind, wo Triss erhofft, ein bisschen Spaß mit uns zu haben und wo wir Infos bekommen sollen bezüglich der Salamander-Aktivitäten in der Stadt. Und wir haben hier eine Anschlagtafel mit vielen neuen Witcher-Aufträgen. Das wird viel Spaß werden. Der Wyvern-Vertrag. Das Gasthaus Naracourt sucht einen Lieferanten für frisches Wyvernfleisch. Wir brauchen 3 Scheiben. Fragt den Schankwirt. Ihr habt den eigenartigen Geschmack. Der Arkesporvertrag. Ich benötige 3 Fiolen Arkesporensaft. Bezahle. Jethro, der Gefängniswärter. Der Graviervertrag. Im Namen von Königs Foltes wird Stadtvogt Wählerat jeden belohnen, der 5 Graviere töten kann. Als Beweis sollen ihre Gebeine abgeliefert werden. Das klingt schon eher nach Arbeit für uns. Der Kikimor-Vertrag. Die Kikimor sind böse und niederträchtig. Daher sagt Stadtvogt Wählerat jedem, der sie tötet, eine Belohnung zu. 10 Kikimor-Klauen bescheren euch ein pralles Geldsäckel. Sind wir hier in Sachsen oder was? Der Ghoul-Vertrag. Im Dienste der Sicherheit Visimas hat Stadtvogt Wählerat ein Kopfgeld für die Vernichtung von 12 Ghoulen ausgesetzt. Als Beweis müssen Fiolen ihres besudelten Blutes ins Wachlokal gebracht werden. Und... okay. Der Flatterer-Vertrag. Für die Fangszene der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhe in Visima stiften, hat Stadtvogt Wählerat eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangszenen von 3 Flatterern vorlegen. Ja, eine Menge Shit zu tun, würde ich sagen. Das sind halt die Nebenaufträge, die hier die Monster betreffen. Und ich werde mal kurz den Kram wegschmeißen, weil die nur das Inventar vollsudeln, während die Bücher um uns herum zu fliegen beginnen. Und ich merke gerade, die Performance in diesem Stadtviertel ist heftig. Irgendwie hatte ich nie Framerate-Einbrüche, aber hier... ihr merkt das hoffentlich nicht. Und ich muss hier noch mal ein paar kleine Einstellungen vornehmen. Was willst du, Kleiner? Oh, you're weird.
Deine Mütze ist weird, mein Freund. Ja? Markier mal hier nicht die Dicken. Ich habe jetzt überlegt, ob ich so eine kleine Stadtführung mit euch mache durch das Viertel. Aber im Endeffekt gibt es erstmal gar nicht so viel zu entdecken, was wir nicht über die Zeit auch so entdecken können. Das neue Nacktes ist ein großes und vorzügliches Gasthaus, in dem sich die bedeutendsten Leute Visimas treffen. Man kann sich bei einem Glas Wein eines anregenden Gesprächs erfreuen. Man kann würfeln oder seine Kräfte mit den besten Faustkämpfern der Stadt messen. Abends finden im neuen Nacktes Empfänge statt, bei denen nur geladene Gäste eingelassen werden. Und das ist so ein Empfang, zu dem wir wollen. Das Problem ist aber, dass der erst abends stattfindet. Master Luvarden requests your company at 6 in the evening. Genau, und wir haben es gerade 10 Uhr, das sind noch 8 Stunden. Aber wir können uns ja hier mal ein bisschen umgucken. Man merkt einfach an der Musik, wie fröhlich die Stimmung in diesem Stadtviertel so ist. Draußen ist es happy, hier drin ist es happy. Dagegen war das Tempelviertel ein echtes Trauerspiel. Make it quick, sweetie. I'm very busy. Also ist das, wenn die einen in der Scheiße sterben und die anderen auf ihrem Geldhaufen sitzen. So, Bardame, du kannst meine Melone haben. Auch wenn du selber genug hast. Den Honig kannst du auch haben. Ich muss das Inventar ein bisschen freiräumen und alles, was wir nicht unbedingt brauchen. Hundeteig brauchen wir. Die Klingenüberzugssachen behalten wir mal. Und wir können im Notfall bei ihr meditieren, wenn wir Zeit rumkriegen wollen. Aber wir können uns erstmal ein bisschen umsehen. Time passes faster in good company. Ja, das stimmt allerdings. Da will man gleich das Tanzbein schwingen hier. If not for monsters and bandits, this city would be without equal. What can I get? Kann ich nicht zu sagen. Ich stecke hier die ganze Zeit in dieser einen Stadt fest. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. At last, some respite. All complain about Foltest, but wait until Ada ascends to the throne. Ja, die Edda werden wir bald kennenlernen. Denn dies ist auch bei dem Empfang, zu dem wir eingeladen sind. At last, some respite. Patrick von Weise. A witcher? They said your kind was extinct. Very nearly. I'm Geralt. I'd rather not reveal my true name, my knightly vows. If you wish, you may call me Patrick de Wazy. Of the, Flaming Rose? Indeed, I'm a member. Perhaps you could lend me some assistance. With what? My sister. Will you hear her story? One day we found her unconscious in bed. Blood trickled from fang marks on her neck. We had no doubts. A vampire. Fang marks don't necessarily mean a vampire. These clearly did. For after a time, my sister disappeared. She must have been transformed and then escaped. If she is a vampire, I'll have to. Above all, I would like you to find her. Confirm our suspicions. Do you know one Siegfried of Denale? Indeed. What news of him? He is due to be promoted. In fact, he possibly has been already. I don't know, we never speak. Can you tell me why? He is transformed since the swamp. I said to him, Honorable Siegfried, I congratulate you. Your honor and faith vanquished the pagan rabble. He gazed upon me strangely, saying, Honorable? Perhaps. Honor and faith? Certainly not. We were victorious, for they were hungry and poorly armed. A bit of blood, and he has forgotten all about honor. He should follow his father's example. Where can I find him? His father? Dead. Purportedly torn apart by a manticore. I meant Siegfried. He trains recruits in front of the Order's seat in the Temple Quarter. Nicht unbedingt sympathisch, der Mann, aber du wolltest mir was von deiner Tochter erzählen. Yes? Schwester meine ich. All right. I'll look for your sister. You should have no trouble recognizing her. None can ignore her azure eyes. She is a slim, beautiful blonde. I'll do what I can. Ja, das ist ein neuer, interessanter Nebenquest auf jeden Fall. Blauauge. Ich sprach mit Patrick de Wazy, der gar nicht klingt wie Patrick Swayze.
dem Ritter aus dem neuen Narrenrekord. Er sagt, dass seine Schwester von einem Vampir gebissen wurde und von zu Hause weggelaufen ist, weil sie ihre Familie schützen wollte. Ich versprach ihn zu benachrichtigen, wenn ich das Mädchen finde. Anscheinend hat sie unglaublich blaue Augen. Tja, die soll jetzt wohl in dieser Institution zu finden sein, von der wir noch nichts wissen. Okay, dann will ich mal nicht spoilern. Ich weiß ja schon, wo sie steckt. Das ist ein schöner Quest, der auch verschiedene Ausgänge hat. Oh mein Gott! Rittersporn! Ja, wichtiger Charakter in der Witcher-Welt. Haben wir in dem Spiel noch nicht getroffen, aber es geht jetzt los. Ich wusste gar nicht, dass der hier schon sitzt. Kleiner Tipp, bevor Geralt so unter Amnesie litt, war das sein bester Freund. Hey Rittersporn, du alte Socke. Geralt, I'm glad you're here. I'm not in the mood for music, Dandelion. We'll talk later. Geralt, I promised to perform for all these people and I don't have my lute. Then you have a problem. Geralt. Warum erkennt er ihn? Okay, das ist ungewöhnlich. Haben wir ihn schon mal gesehen in diesem LP? Nee, ne? Aber anscheinend hat er Dandelion nicht vergessen, oder Rittersporn im Deutschen. What happened to your lute? Long story. Tell you over a drink? Habe ich was zu trinken? Mit dir trinke ich doch immer. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich hoffe mal, wir müssen uns nicht besaufen dafür. Ah, fuck. Da fahre ich doch gar nicht genug bei. Oder? Das sieht nicht gut aus. Komm schon, Rittersporn, jetzt. Mach nicht so viel hier. Mehr habe ich nicht. Don't be ridiculous, Geralt. Ah. Stellt ja auch noch Ansprüche hier. Oh, Bier. Hoffentlich nicht so teures Bier. Gebe ich davon auch Geld aus, dabei habe ich im Lager so viel davon. It's the one I got from Teruviel in the Valley of Flowers. Remember? Okay, jetzt erzählt das mir doch. Trottel. Who's Teruviel? The she-elf from the Blue Mountains. You did quite a number on her nose when you two first met. Where is she now? I heard she joined the Skoyatel. I wonder if she's still alive. In the Valley of Flowers? I even wrote a ballad about that. Where the devil says goodnight. I'll be singing it today. Ja, Dandelion oder Rittersporn ist ein Bade. Deswegen singt er. Und dieses, wo der Teufel gute Nacht sagt, ist eine Anspielung auf eine Kurzgeschichte im ersten Hexerbuch. Eine ganz lustige eigentlich. Und wir tun mal so, als ob wir uns nicht erinnern, denn Geralt tut es hier nicht, aber ich tue es. I don't recall. Ach, Spiel! Das ist jetzt der Moment, wo du hättest es uns erklären können. Geralt. Aber, oder muss ich doch mit dir trinken, weil irgendwie ist kein Quest ausgelöst worden. How did you get in the trade quarter? Personal charm and fame open a lot of doors. I doubt city guards appreciate poetry. Geralt, you know so little. I approached a wealthy merchant whose daughter studied lute under me. With all the right contacts, he obtained a pass for me, thus demonstrating his appreciation for art. Sadly, we're no longer friends. What's so special about this lute? It's the one I got. Ja, das wissen wir ja schon. I remember that. Great. So you know why I want that lute back. Okay, dann muss ich doch mit ihm trinken erst. Dann hoch die Tassen. Ich hoffe, er hat nicht vergessen, dass wir vorhin schon ein paar Bier gekippt haben. Komm schon, Rittersporn, so viel kannst du nicht vertragen. Ah, komm schon. Junge, ich hab nichts mehr. Boah, der ist aber anstrengend gerade. Don't be ridiculous, Geralt. Ja, ich bin gleich ridiculous hier. Ich will diesen scheiß Nebenquest von ihm haben. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür saufen muss. Aber ich glaube, ich hau mir erstmal einen Frauentränentrank hinter. Und bin da erstmal mal nüchtern. Gebe ich hier Geld für Alkohol aus. Der nicht mal der ist, den ich eigentlich gerne trinke.
Gib mir Bier, gib mir Bier. Naja, so teuer ist es ja nicht. So langsam kann Dandelion mal umfallen. Wo Claire weiß. Ja, von mir aus. Eine Flasche. So, reicht das jetzt? Blödes Timing mit dem Trinken mit ihm hier. Geht doch. Er hat es sich gemerkt. Ugh, forgot how tough you were. Got up the courage to tell me about the loot? I guess. My loot's at the home of a rich merchant. The house is on the west side of Salt Square. And I can't possibly leave. The crowd awaits. Ja, das hättest du mal früher sagen können. Why wouldn't you tell me earlier? Well, the merchant caught me giving his daughter lessons. In what? Relax, Geralt. Music. Du siehst schon aus. All right. I'll fetch your loot. Wonderful. Was I supposed to bring you something? Geralt, the crowd is getting rowdy. I haven't found the loot yet. Will you hurry? See you. Oh Mann. Ah, ist wie gesagt ein ganz lustiger Sidequest. Rittersporn braucht seine Laute. Und ich muss jetzt mal gucken, haben wir ihn schon getroffen? Das kann gar nicht sein. Rittersporn ist in Schwierigkeiten geraten und ich muss ihm raushelfen. Alles, was ich über ihn gehört habe, hat sich als wahr erwiesen. Der alte Frauenherzenbrecher. Okay, ein bisschen chaotische Unterhaltung mit Rittersporn. You're new here. You really stand out. Aber hat doch noch geklappt. Und ich habe jetzt Lust, ein bisschen zu boxen. Ja, mach mal Platz hier. Jetzt komm ich. Wir können uns ja erstmal mit einem einfachen messen. Want a beating, stranger? We fight for money. Einfach mal, um wieder reinzukommen. I'll kick your ass and make money doing it. We'll see. Das ist so schön, wie sie alle dieselben Sprüche haben. I kick your ass and make money doing it. Ich verstehe das System auch bis heute nicht so ganz. Das Einzige, was ich verstehe, ist, wenn ich mich lang genug von vornherein ducke, werde ich nicht getroffen, wenn der Gegner zuschlägt. Jetzt zum Beispiel ducke ich mich lange voraus und dann trifft er mich nicht. Bevor ich ihm in die Klöten trete. Der hält aber ganz schön was aus, dafür, dass er nichts kann eigentlich. You win, Wanderer. Take your coin and leave me be. War ich immerhin schon mal wieder 1, 2 Bier, die ich gekauft habe, wieder reingewonnen. Meine Lebensenergie ist ganz schön bescheiden. Habe ich noch irgendwas zu essen? Das sieht nicht gut aus. Egal, dann haue ich mir jetzt den Schwalbetrank hinter. Einfach nur, um schnell wieder fit zu sein. Jungs, bleibt mal ganz ruhig. Ich mach gleich mit hier. 2 Stunden wirkt der Trank. Obwohl er wahrscheinlich nicht wirken sollte, wenn ich im Kampf bin. Nachher wird noch mir zugeschrieben, dass ich Drogen benutze im Kampf. Gibt es hier noch irgendwas zu tun, was ich in den 2 Ingame-Stunden machen kann? Der Schankwirt. Famous monster slayer gracing my modest inn. Greetings. Can I help you? I'm here about the notice. Yes, the wyvern meat. You have 3 pieces? Ich ändere auch mal meine Stimme mitten in der Unterhaltung. Not yet. No rush. Ernsthaft? A famous monster. Greetings. Can I help you? Jetzt flüstere ich wieder ganz krass. Und gleich wieder, wow, habt ihr das Fleisch? Tell me about the meetings that occur upstairs. The noble Luvaden of the Merchants Guild rented the first floor of my inn. I'm to supply food and drink and keep my mouth shut. I'm invited. Tell me more. If so, you know all you need to know. If you feel you don't honor my discretion... Maybe some gold will untie your tongue. I like gold,
but you can't possibly pay me as much as Luvaden. Besides, I'd rather not annoy his backers. Who's backing Luvaden? Quiet! I've said too much already. Okay, ich krieg meine Infos auch alleine. Busy now. Forgive me. Busy now. Aber jetzt habe ich ihn verschreckt. Your mother sucks dwarf cock. Hit me, chickie. Fighting or watching? Ah. Der Schwalbetrank soll mal nachlassen. Das war... Ich probiere es einfach mal, ob ich jetzt Ärger kriege. I was once invincible, the Great White Hope. Huh? Now I loiter around cesspools because of one fight. You were a warrior? A boxer. I had fans galore. Women, gold. And now? What happened? Judges disliked blows below the belt. They disqualified me. I see. I fought until... Until? I fought the lion. Did he... One punch. Deadly. And I realized I'd never win. I've worn a hood ever since to avoid being recognized. After one punch? It was a spiritual transformation. I can take you. A wager, huh? 200 Orins. Ich mach dich Messer, ey. I'm in. Eat dirt. Ah, kannst selber Dreck fressen. Also mehr als einen Schlag hintereinander kriegt bei dem nicht. Da haut er mir eher auf die Fresse. Ich habe so das Gefühl, ich schummel so ein bisschen durch den Schwalbetrank. Ich glaube, ich habe es auch so geschafft. Ansonsten sehe ich ja, ob jetzt noch irgendwas kommt. Did you train with the lion? I'm a witcher. I win. Take your prize. Ich bin ein Hexer, ich gewinne immer. Metroidenherz und den Runenstein. Ich nehme das magische Zeichen und den Runenstein. Was ist denn für ein magisches Zeichen? Ah, nee, gib mir einfach Gold. I want gold. 300. Take it and be gone. Nice. 300 Orins. Könnte ja fast noch einen aufs Maul hauen. Aber ich glaube, ich weiß, was wir machen. Einfach mal ein bisschen Nebenquests erledigen. Dann ist es auch irgendwann 18 Uhr. Und wir fangen mal an mit der Flöte von Rittersporn. Rittersporns Laute. Besuchen wir mal doch das Mädel, bei dem er Unterricht gegeben hat. Sollte doch nicht so schwer sein, eine Flöte wieder zu bekommen. Rain gives me a headache. Haus des Kaufmanns. Leave my daughter in peace. Was sind jetzt die richtigen Worte bei einem wütenden Vater? Ich könnte ihr natürlich Geld geben, aber das wäre auch irgendwie komisch. Hier, nimm das Geld, ich gehe zu deiner Tochter. I want nothing from your daughter. I don't believe you. Get out of my house, you blooming drifter! Listen, good man. Out, or I'll kick you out! I'd prefer a peaceful resolution. Shove off. I've heard enough insults. I'll take you with one hand, bastard! Take that! Schlechte Idee, mein Freund. Ich habe gerade erst gut Übungen gehabt im Faustkampf. Ich wollte es friedlich machen. Aber du lässt mir keine Chance. Aber er scheint auch nicht so gut zu sein. Den haben wir ganz schnell auf den Boden geboxt.
Tja, was hast du dir auch gedacht, einen Hexer herauszufordern? Damn you! Pass then. Just don't beat me anymore. Ich wollte es friedlich machen. Hast du was Schönes hier? Fisch. Rosalind Pankera. Who are you? Geralt of Rivia, Witcher. I apologize for the intrusion. That's all right. I'm terribly bored since Papa caught the troubadour Dandelion here. No one sees me. He caught Dandelion? Doing what? He was to teach me music. One day, Papa returned from the trading post earlier than usual. We were rehearsing the cantata, A Bird's Tears. Papa walked in at the climax. Is that an obscene song? No, it's beautiful. Very poetic. Papa couldn't understand why the rehearsal was in the nude. He was furious. He pulled an old crossbow from behind the wardrobe. Luckily, his vision isn't what it used to be. Nacktproben. Versteh schon. Auf dem Höhepunkt. That's why I'm here. Why didn't he come himself? Perhaps it's just as well. You look promising too. I'm here about the loot. I figured. Somehow he hasn't been singing love songs under my window since Father caught us. By the way, I hope you didn't hurt Papa. We settled matters. Why should I give up the loot? After all, Dandelion won't come to see me anymore. He's like that. If I give it to you, he'll use it to serenade some other victim. Das untere klingt sehr dumm. Aber es würde vielleicht bei ihr wirken, so wie sie redet. Aber das da oben gibt dir den Eindruck, intelligent zu sein. Also probieren wir das mal. If you give up the loot, it'll prove he's nothing to you. You dumped him. Yes, he fell at my feet. He proposed, but I refused. Now can I take the loot? Just a moment. What's in it for you? Why are you helping? He's my friend. A friend? Come closer. Fear not, I won't bite. I heard once that a witch's touch is, special. Ja, es ist genau wie ein leichtes Kribbeln. Du kannst ja mal anfassen. Causes a slight tingling. Let me show you. Yay, das brauche ich nicht zensieren. Cool. Das wurde mal wieder Zeit. Hat Geralt auch mal wieder Spaß gehabt. Und wir dürften die Laute bekommen haben. Irgendwo. Ist bei dir noch was bei Rosalind, Schatz? Oh my. Ja, ich bin gut, ich weiß. Oh my. Ich nehme mal den Alkohol mit. Ne, brauchst du ja jetzt nicht mehr. Du bist ja erstmal eine Weile benebelt. Oh, einheimischer Pepper-Wodka. Oder Pepperovka. Ach, da ist ja die Laute. Okay, die lag also in der Truhe. Gut. Oh ja, wir haben Level erreicht. Das ist schön. Können wir endlich mal wieder Talente verteilen. Ist auch schon eine Ewigkeit her.